Du bist fortgeschritten am Tischtennis und willst deine Kollegen oder Kollegin panieren. Jetzt kommen 5 goldene Tipps, damit du besser Tischtennis spielst. Erster goldener Tipp für dich ist, sei immer bereit für den nächsten Ball. Wer von euch kennt es nicht? Ihr spielt einen schönen Ball und was passiert dann? Genau, gar nichts. Das ist nämlich eine absolute Katastrophe. Die viele Spieler zünden einen schönen Ball, sind voll am Start und dann gucken sie dem hinterher. Oh, schönes Ding. Oh, es geht weiter, alles klar, alles klar. Bisschen überspitzt, aber trotzdem, Leute, guckt nicht euren Ball hinterher. Ihr zieht einen Ball und dann ist der Fokus sofort wieder bei dem anderen. Was passiert? Wie positioniert sich mein Gegner? Holt der aus? Schupft der? Blockt der? Man kann ganz viel Information dadurch sammeln. Und wenn dann der Ball kommt, hat er den Körper gedreht, den Schläger offen. Und diese Information könnt ihr nutzen und seid geistig schon bereit für den nächsten Ball und könnt dadurch, bam, noch einen neuen Ball voll durchziehen. Der zweite goldene Tipp, damit du besser Tischtennis spielst, ist, dass du vermutlich beim Rückschlag tiefer stehen musst, als du es normal gewöhnt bist. Viele machen es so, dass sie in die Halle gehen und sagen, jo, moin, alles klar, schönes Spiel, zack, oh, ich bin hier beim Sport, dann stelle ich mich mal ein bisschen athletisch hin, so, und jetzt warten sie so auf den nächsten Ball. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ich weiß, es wirkt ein bisschen überengagiert, wenn ihr so in der Grundstellung steht. Und es macht es natürlich nicht besser, wenn euer Gegner da steht wie ein Weihnachtsmann oder jemand, der gerade auf den Bus wartet. Aber das müsst ihr ausblenden. Die Vorstellung, dass ihr so einen durchfeuern könnt, das ist leider nicht der Fall. Diese Illusion muss ich euch leider nehmen, Freunde. Na klar, vielleicht kommt mal einer, aber dauerhaft ist das eine absolute Katastrophe und hilft euch nicht im Spiel. Steht tief, seid tief in der Erwartungshaltung. Selbst wenn ihr denkt, ach Simon, ich wollte eigentlich mal so ein paar Bälle reinditschen, dann stell dich noch ein ganz klein bisschen breiter und dann vielleicht noch ein bisschen breiter, als du es denkst. Und schon hast du eine gute Grundstellung und kannst jetzt richtig durchstarten. Es hat einen Grund, warum die Nummer 4 der Welt, Hugo Calderano oder ein Malong oder ein Fan Zhendong, nicht so stehen, sondern halt so, weil sie so bestmögliches Tischtennis spielen wollen. Und das möchte ich auch. Also, mein zweiter Tipp für dich, steh tiefer bei der Aufschlagannahme. Dominoes. Ihr braucht Punkt Nummer 3. Einen individuellen Plan. Das klingt für dich jetzt vielleicht noch nicht ganz so spektakulär, aber wenn ich Spieler oder Spielerinnen frage, was deren Spielplan ist oder wie die gerne spielen möchten, dann antworten die, ja, am besten gut oder mit Vorhand orientiert. Manche sagen natürlich auch, ja, ich möchte gerne mit Unterschnitt in Rückhand aufschlagen und erwarte dann den Ball in Rückhand und möchte dann mit Rückhand ziehen. Aber mal ehrlich, Hand aufs Herz, Leute, wer von euch plant eigentlich was und wie gut funktioniert das eigentlich? Tischtennis ist wie Schach und man kann eine ganze Menge planen. Wichtig ist für euch, dass manche Spielzüge wahrscheinlicher sind als andere Spielzüge und das müsst ihr euch zunutze machen und in euer Spiel implementieren. Beispielsweise könnt ihr, wenn ihr den erste Phase Aufschlag mit ein bisschen Seit-Unterschnitt in Rückhand macht, eher damit rechnen, dass der Ball in euer Rückhandfeld kommt, als in euer Vorhandfeld. Wenn jetzt der Ball ins Rückhandfeld kommt, sagen manche, ja Simon, gut, das ist nichts Neues, erzähl mir mal irgendwas, was ich noch nicht weiß und ich ziehe dann eine Rückhand. Und es kann ja noch viel weiter geplant werden. Ich würde jetzt sagen, mach den Aufschlag, erwarte den Rückschlag hier, zieh einen Rückhandball parallel, erwarte den nächsten Ball in das Feld, stell dich direkt nach dem Rückhand-Topspin bereit und bam, leite beispielsweise direkt eine nächste Rakete tief parallel in die Rückhand ein oder auf den Wechselpunkt. Und so haben wir einen Spielzug, den zweiten Spielzug, den dritten Spielzug, den vierten Spielzug und den fünften. Das heißt, wir haben plötzlich 5 Ballwege schon vorprogrammiert und das könnt ihr super im Spiel und im Training üben. Unter anderem bei uns hier bei der Cholley Tischtennisschule. Wir kommen zum 4. goldenen Tipp, Leute. Wir kommen zu eurem Lieblingsthema, eurem Körper. Hören wir doch mal, was die lebende Legende Timo Boll mir letztens geflüstert hat. Ja, möglichst immer den Bauch anspannen.
Aha, Bauch anspannen, Leute. Komm, Timo. Für uns. Jolly. Für die Bauchmuskeln. Leute, was Timo meinte, ist natürlich nicht, dass ihr versucht, krampfhaft euren Bauch anzuspannen. Wenn ihr schon tief steht und eine gewisse Dynamik habt und eine gewisse Spannung und Gas gebt, dass der Bauch höchstwahrscheinlich schon angespannt ist und eine gewisse Dynamik hat. Genau das meinte er. Und falls das bei euch noch nicht der Fall sein sollte, dass ihr eine gewisse Dynamik habt, dann könnt ihr auch dran denken, den Bauchrumpf zu aktivieren und da eine gewisse Körperspannung zu haben, dass ihr Gas geben sollt. Was er, glaube ich, nicht meinte, ist, dass wenn ihr jetzt eine Topspin-Rally habt, dass ihr jetzt denkt, oh, jetzt muss ich nochmal richtig meinen Bauch anspannen und dann geht nochmal richtig was, ne? Sondern einfach eine stabile Körperspannung, eine gute Bauchspannung, das ganze Spiel über, beziehungsweise den ganzen Ballwechsel über. Das ist unser Tipp mit Timo zusammen, Nummer 4 für euch, gute Bauchspannung beziehungsweise gute Körperspannung. Tipp Nummer 5, ballert die Rückhand durch und habt Spaß im Leben. Das war natürlich ein kleiner Spaß. Es ist natürlich geil, wenn ihr eine Rückhand voll durchzieht und dabei müsst ihr auf eine Sache besonders achten, nämlich, dass der Schlägerkopf und das Handgelenk, bam, vorm Ball enorm beschleunigt wird. Das ist nämlich unser 5. Tipp. Schnelle Beschleunigung mit dem Handgelenk vorm Ball. Häufiges Problem ist nämlich, dass Leute erstmal sagen, okay, Safety first, zack, sie gehen an den Ball ran und jetzt fangen sie an zu beschleunigen. Da geht natürlich dann trotzdem ein bisschen was, aber es ist halt viel zu wenig. Dann wird mit einem Handgelenk beschleunigt, der Unterarm, es wird aus der Schulter gerissen, es freut sich nur einer, das ist der Physiotherapeut und es wird mit der Hüfte hier vorgeschoben und die ganze Bewegung ist natürlich nicht optimiert und nicht optimal und so können wir natürlich nicht dauerhaft richtig geile Rückhänder reinzwitschern. Ich möchte, dass ihr versucht, das Handgelenk noch früher zu beschleunigen. Startet mit dem Schlägerkopf hier, bam, habt eine Hauptbeschleunigung am Ball und dann könnt ihr richtig geile Rückhänder durchballern. Leute, das ist der 5. Tipp von mir an euch. Jolly! So Leute, es ist mittlerweile 1:14 Uhr, die Zeit ist vorangeschritten. Guck mal, wir arbeiten hier mit professionellem Equipment. Zack, alles für euch am Start, um besten Tischtennis-Content zu liefern. Ich hoffe, die Tipps mit Timo und mit mir haben euch geholfen. Ihr konntet Vollgas geben, beziehungsweise könnt in Zukunft Vollgas geben. Das waren 5 goldene Tipps, um besser Tischtennis zu spielen. Es gibt noch viel mehr. Wir haben noch ein Video für euch mit den nächsten 5 Tipps. Und es ist natürlich mega geil, wenn ihr uns unterstützt mit Likes, Kommentaren oder teilt die Videos. Lasst uns Tischtennis aus der Nische holen. Lasst uns Tischtennis geil nach vorne bringen. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Haut rein!